Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf dem Fusion One Server, der jetzt schon ein bisschen über 2 Wochen alt ist, und wir wollen mal die Veränderungen begutachten, was sich jetzt so auf dem Server getan hat, ob sich schon irgendwelche Angleichungen anbahnen oder ja, die einzelnen Wechsel oder ob irgendwer zu anderen Gilden irgendwie rübergeht. Das habe ich leider nicht genau im Auge, muss ich so sagen, weil das dann doch ziemlich viel detaillierte Arbeit benötigt, beziehungsweise kriegt man das wahrscheinlich eher mit, wenn man auf dem Server selbst aktiv spielen würde. Wir begutachten jetzt nur mal so die Ehrenhalle und wie sich das hier so jetzt nach 2 Wochen angeglichen hat, denn wir haben ja jetzt auch bald den nächsten fusionierten Server. Fusion 2 startet ja dann im September, wo ja dann nochmal viele Server zusammengetragen werden. Und ja, im Prinzip sind die Leute hier immer noch relativ nah beieinander, alle was die Ehre angeht. Es kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, dass ein paar Leute hier übelst auf ja, den Ehren-Push gehen, so, damit sie halt auch in der IHOF irgendwo ein Stück weit vertreten sind, ne? Wir haben jetzt Fusion 1 jetzt momentan gerade auf Platz 12 weltweit. Ich denke mal, wenn jetzt ein Strider zum Beispiel nicht die ganze Zeit farmen würde, dann würde er wahrscheinlich und Tränke drin haben würde, dann würde er wahrscheinlich den Server hier natürlich auf die 1 bringen, denke ich mal, ne? Aber dem Strider, der fühlt sich hier, denke ich mal, pudelwohl auf dem Server. Der ist jetzt so ein bisschen, ist jetzt so die Made im Speck sozusagen, der jetzt hier ganz davon profitiert, was er halt eben ja, auf seinem alten Server nicht machen konnte. Und zwar halt eben, ja, sich schön in der Ehrenhalle droppen lassen, keine Tränke drin haben und halt eben nicht, so wie zum Beispiel der Shadow CZ es jetzt gerade macht, ja, Ehre pushen, sondern halt eben das Gegenteil, und zwar lässt sich droppen, damit er den Leuten halt eben, ja, das Gold aus der Tasche ziehen kann. Seitdem es Server-Merges gibt, oder ich glaube ein bisschen davor, wurde ja das Limit quasi gesetzt, sodass man am Tag bis zu 100 Millionen Beutegold erzielen kann. Das heißt, mehr als 100 Millionen kann er hier am Tag auch nicht plus machen durch andere Spieler. Das wurde ja mal eingeführt, weil halt eben ein paar Leute auf anderen Servern sich dadurch unendlich viele Skillpunkte verschaffen haben. Das fällt jetzt nun damit eben flach und ist jetzt nicht mehr ist immer noch die günstigste Variante, Gold zu bekommen, auch im Vergleich zu Steine skippen, oder eigentlich noch günstiger der Greife, den man liest, für 25 Pilze, 1 Skillpunkt. Da hat man ja quasi dann, wenn man jetzt ja, so wie jemand wie Strider hier, Beutegold von, ich glaube, das Maximal ist bei 2,4 Millionen, zumindest ist es so bei mir. Wenn du da irgendwie 4 Kämpfe machst, dann hast du 1 Skillpunkt, so, ne? Dann gibst du quasi 4 Pilze in Kauf, dass du 1 Skillpunkt bekommst, also 10 Millionen Gold. Und das ist halt das günstigste, was du halt machen kannst im Vergleich zu einem Greifen, der halt 25 Pilze kostet für 10 Millionen, also 1 Skillpunkt. So. Und noch teurer ist dann halt eben die Mine, ne? Und deswegen wurde das halt gecapped, weil das halt so unglaublich effizient ist, beziehungsweise kostengünstig, sag ich mal, sich Skillpunkte zu erarbeiten. Und ja, jetzt macht das aber der Strider hier trotzdem natürlich weiter, das lässt er sich hier nicht nehmen, noch auf dem Server hier das Maximum rauszuholen. Das sind immerhin ja auch 10 Skillpunkte am Tag, die man durch Beutegold hier gut machen kann, und genau, das hat er jetzt vor, deswegen auch ne, keine Tränke drin. Ansonsten vergleichen wir das Ganze mal ganz kurz, und zwar habe ich noch das Video offen hier, beziehungsweise habe ich gerade aufgemacht von dem fusionierten Server an Tag 1, wie hier so die Ehrenhalle verlief und ob sich das jetzt schon ein bisschen angeglichen hat. Übrigens, vielen Dank, das seht ihr jetzt gerade, für die super positive Bewertung hier, das fällt mir ja jetzt erst auf, holy shit. Dankeschön an der Stelle. Kein einziger Dislike, ja, da können die Hater mal das Weite suchen wie ein Übergewichtiger im Klamottenladen, so, ne, sag ich so. Also das ist ja sehr nice, das feiere ich sehr. Kein einziger Dislike, super. Dankeschön für den Support an der Stelle. Vielen lieben Dank, nette Community auf jeden Fall. Ja, nee, das freut mich sehr. Genau.
Wir haben hier den Shadow CZ, der zum Beispiel hier auch schon ein bisschen geführt hat, was die Ehre anging. Jetzt ist der Abstand natürlich noch größer geworden. Ansonsten, der Strider hatte sich an Tag 1 schon fallen lassen, also da brauchen wir jetzt nicht explizit drauf schauen. Ansonsten ist es relativ gleich geblieben so, das muss sich jetzt erstmal alles entwickeln. Und bei den Gilden auf dem Server hier, The Severed Tongue ist immer noch auf Platz 1. Ich denke mal, das wird auch so bleiben. Obwohl ich sagen muss, ich meine, der Server ist jetzt halt, wie gesagt, sage ich mal so 2,5 Wochen, circa ein bisschen über 2 Wochen alt. Und ja, das geht natürlich vor allen Dingen bei der Gilden-Ehre, geht das natürlich jetzt nicht sehr rasant nach vorne. Aber man sieht schon, dass im Vergleich zu hier, ich glaube, da hatte ich hier die Gilde, das war ja direkt nach Tag 1. Da waren die Gilden halt sehr nah zusammen, alle hier. Ne? Da sieht man, das waren 80 Punkte oder was weiß ich hier irgendwie. Abstand zur Platz 2 Gilde, das hat sich jetzt schon ein bisschen vergrößert, die Schere zwischen Platz 1 und Platz 2 innerhalb der etwas über 2 Wochen. Und da sieht man dann schon, dass The Severed Tongue auch wahrscheinlich hier die mit Abstand stärkste Gilde wird auf dem Server. Aber die anderen Gilden sollte man auch nicht unterschätzen. Ich denke mal, dass hier auch viele hohe Spieler drin sind mit kranken Stats. Alleine hier er schon 665 hier, hat auch schon heftige Stat-Punkte. Ja, es ist hier eine Offiziersgilde. Aber ja, gut, hohes Level. Ja, komische Skillpunkte hier irgendwie. Mehr Ausdauer, denn Geschick hier drin. Das ist auch ein bisschen komisch. Was haben wir hier? Ja, das ist ja auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also gut, mal schauen. Also ich bin gespannt. Also das ist jetzt im Moment gerade die Platz 2 Gilde. Ne? Ist nicht schlecht, denke ich mal, aber kein Vergleich zur ersten Gilde. Und deswegen werden wir mal schauen, wie sich das Ganze noch so in Zukunft angleichen wird. Wir haben hier Dark Army, die Gipfelstürmer auf Platz 3. Wo ist die Dark Army jetzt? Auf Platz 5 und Gipfelstürmer auf Platz 8. Die sind auch ein bisschen abgefallen hier. Ich denke mal, das wird sich noch alles ein bisschen angleichen. Aber wenn wir mal hier die Hochkaräter, sag ich mal, hier sieht man auch übrigens den Twitch-Rahmen, den habe ich noch nicht. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich hänge, glaube ich, noch beim Seelenpaket oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, wenn wir hier uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir hier 690, auch schon heftig. Ja, auch gute Stat-Punkte, sag ich mal. Kraguri, der ja anscheinend wohl inaktiv ist, aber nach wie vor halt einen Account hat, den kannst du hier auch AFK in der Gilde lassen, der ist trotzdem heftig. Strider, der ohne Pot spielt und ja, besser ist als 99% des Servers hier. Ne? Alleine die machen hier schon wirklich viel aus. Dann haben wir hier zum Beispiel den Shadow CZ, der ja regelmäßig in der IHOF vertreten ist und hier auch sich Platz 1 im Moment auf dem Server sichert, sobald Strider irgendwann mal wieder sich entscheiden sollte. Keine Ahnung, ob das nochmal vorkommt. Aber er hat halt keinen Grund im Moment so, ne, Pots reinzumachen. Dann wird das Ganze hier nochmal anders aussehen. Ne, ich weiß gar nicht, wie sieht es hier equipment-technisch, hat er hier alles gemaxt soweit, ja. Da sind wir auch bald. Also ich denke mal, mit meinem Account könnte ich jetzt schon alles auf 20 ziehen, aber ich warte halt eben noch auf mein neues Equipment, ne? Möchte mich da ein bisschen in Geduld wiegen und genau, so sieht das Ganze hier aus. So ein kleiner Zwischenstand mal, wie es hier so aussieht, wie der Stand der Dinge ist nach 2 Wochen Fusion One. In Bezug auch darauf jetzt, ach, das ist immer so nervig hier, ne? In Bezug auch darauf, dass jetzt halt eben bald der zweite fusionierte Server kommen wird und ja, mal schauen, wo sich der so positioniert, auch IHOF-mäßig gesehen. Ansonsten sieht man halt hier, flaggentechnisch ist hier wirklich alles vertreten. Es ist ein ganz bunter Mix und das ist auch echt cool, muss ich mal so sagen, dass hier alle Herrenländer hier vertreten sind. Und es macht wahrscheinlich so ein bisschen es schwierig, das untereinander connecten, weil man jetzt halt so viele, ja, das hier so farbenfroh wie Haribo ist, von den Flaggen her, ne?
im Vergleich zu zum Beispiel einem deutschen Server, wo jetzt zum Beispiel jeder Deutsch spricht und man sich da besser connecten kann. Man kann leichter irgendwelche Fusionen vielleicht veranstalten unter Gilden oder weiß ich nicht, besser connecten, so man kann sich abquatschen. Hier ist halt wahrscheinlich dann die Hauptsprache Englisch, das ist dann halt wie so ein internationaler Server, denke ich mal dann eher. Und ich meine, da klappt es auch auf den internationalen Servern. Nur hier ist halt wirklich die ganze Welt vertreten, sonst hatten wir ja so mäßig jetzt hier die europäischen Server auch am Start. Ne? Aber ich denke mal nach wie vor, die Weltsprache ist ja so oder so Englisch. Ne? Aber ich merke gerade, wie krass das doch hier abflacht nachher, so was die Leute angeht hier, ne? Also natürlich sind hier immer noch starke Accounts mit bei, aber im Vergleich zu den oberen Rängen, sind zumindest skillpunkttechnisch sind auch viele ohne Pots hier unterwegs irgendwie so, ne? Oder mit 30er Mount und so. Es ist auch viel hier am Start. Weiß ich nicht. Also unterm Strich muss man mal gucken, wie aktiv denn der Server ist. Wird sich dann ja vielleicht auch beim nächsten Elevator dann gut beobachten lassen. Und das war erstmal so der kleine Überblick über Fusion One, den wir uns jetzt hier verschaffen haben. Und mal schauen, wo das Ganze sich noch so in Zukunft hinbewegen wird. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.